Manchmal muss man sich ja in den Kommentaren zu seinen Videos auch Kritik anhören und dann überlegt man schon, weil man doch denkt, man hatte eigentlich was ganz Tolles und Besonderes gezeigt. Bei dem folgenden Video würde ich es allerdings verstehen. Warum ich mich für dieses ausgefallene Material entschieden habe und wie ich es verarbeitet habe, wird hoffentlich trotzdem den einen oder anderen von euch interessieren. Wenn ihr die beiden Videos über die Anlagenvorstellung und den Jahresrückblick gesehen habt, wisst ihr ja, dass es sich bei mir um eine Regalanlage im erweiterten Sinne handelt. Dabei muss sich jedes Modul den räumlichen Gegebenheiten anpassen. Da die Bezugshöhe bei 1,20 Meter liegt, kommt natürlich aus optischen Gründen die klassische Rahmenkonstruktion mit Stützfüßen nicht in Frage. Das Loreley-Modul steckt in einem Regal und ist an 2 Stellen bis zur halben Tiefe eingenotet. Dadurch haben die beiden äußeren Teile auf der Rückseite keine Verbindung mehr und ich musste deswegen den gesamten Kasten aus Multiplex bauen, um irgendwo noch ausreichend Stabilität zu erzielen. Das ganze Ding ist aber so schwer geworden, dass ich echt froh bin, dass ich es eigentlich nie aus dem Regal herausnehmen muss. Bei dem Element mit der langen Kastenbrücke sieht das schon ein bisschen anders aus. Das muss gelegentlich weggeräumt werden, damit man das Fenster zum Putzen öffnen kann. Deswegen besteht hier der Rahmen aus 10 mm Sperrholz und das ist durchgehend mit Styrodurplatten ausgesteift. Allerdings ergeben sich bei dem Format von 30 cm x 2,40 m doch einige Probleme mit der Verwindungssteifigkeit und wie ich die gelöst habe, habe ich euch ja auch schon gezeigt. Besonders anspruchsvoll wird es dann bei Teilen, die man ständig herausnehmen muss, wie zum Beispiel bei Türelementen. Auch dieses Teil kennt ihr aus dem zweiten Teil meiner Anlagenvorstellung. Eigentlich nur als Provisorium gedacht, soll daraus jetzt ein stabiles, aber dennoch sehr leichtes Element mit 2 Ebenen werden. Als Motiv für die Bebauung der oberen Ebene habe ich mir Gleisanschlüsse für Fabriken ausgesucht. Da hat es mir insbesondere die schräge Gleisführung über die Straße angetan. Und schaut euch mal diesen engen Radius an. Besonders deutlich wird das im Luftbild und da soll noch einer sagen, beim Vorbild gäbe es keine Spielzeugradien. Ich habe mir dann wie üblich wieder eine Pappschablone angefertigt. Die hat den Vorteil, dass man in Ruhe die Gebäude und auch die Gleise auslegen kann, bis einem das Ganze gefällt. Und insgesamt hat sich dadurch ein Motiv ergeben mit immerhin 86 x 122 cm und das Ganze bei 20 cm Rahmenhöhe aufgrund von der unteren Ebene. Diese 1 mm starken Carbonstreifen besitzen auf der einen Seite bereits eine raue Fläche, die sich ideal für die Verklebung eignet. Und obwohl sie hier noch ziemlich labbrig wirken, hört man dem Material trotzdem seine Eigenspannung an. Die 8 mm Wabe dient dann als Abstandshalter für das Sandwich. Und bevor ihr mich nach Preisen und Verfügbarkeit fragt, das sind alles Reste, die schon ewig im Lager stehen. Deswegen war es an der Zeit, dass sie jetzt mal wegkommen. Diese Aramidwabe lässt sich ganz einfach mit dem Teppichmesser schneiden. Bei den Carbonstreifen wird es schwieriger, aber das zeige ich euch nachher ausführlich. Für die Verklebung habe ich ganz normales Laminierharz benutzt. Das wird in diesem Fall im Verhältnis 100:40 gemischt. Dafür sollte man natürlich jetzt nicht unbedingt seine gute Haushaltswaage benutzen. Die Chemiewaage irritiert zwar ein bisschen durch die Zehntelgramm-Schritte, die sie anträgt, aber das kann man vernachlässigen. Für den Bau des gesamten Rahmens habe ich insgesamt 2 Sandwichplatten mit je ca. 1,50 Meter hergestellt und dafür auch 2 Becher von dem Harz benötigt. Damit sich das Klebeharz später auch gut mit der Aramidwabe verbindet, muss es noch eingedickt werden. Hierfür wird dieses Mikrocellulose-Mehl verwendet. In früheren Zeiten hat man dafür tatsächlich noch Baumwollflocken benutzt. Es ist immer wieder erstaunlich, wie viel von dem Zeug so ein Becher Harz aufnehmen kann. Ich habe so lange dazu gemischt, bis mir das Ganze nicht mehr vom Rührstecken davongeflossen ist. Die endgültige Viskosität habe ich dann mit diesen Mikroballons eingestellt. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als das, was auch als Füllstoff für Sekundenkleber angeboten wird. Habe ich euch schon mal in meinem Video über das Kleben im Modellbau gezeigt. Auch hier ist es immer wieder erstaunlich, welche Mengen sich in so einem Becher einmischen lassen. Anschließend wird die fertige Mischung dann mit einem feinen Zahnspachtel auf die beiden Carbonplatten aufgetragen
und die Wabe dazwischen gelegt. Da sich in dem Zustand noch keine richtige Klebekraft einstellt, habe ich die so vorbereiteten Platten dann auf einem geraden Tisch gelagert und mit ordentlich Gewicht beschwert. Ich habe dem Harz dann einen Tag Zeit gegeben zum endgültigen Aushärten. Und am nächsten Tag auf die Schnelle mal einen Belastungstest. Ich hatte gerade diese Aluklappleiter zur Hand, die wiegt gute 10 Kilo. Und wenn ich mir vorstelle, denselben Test mit einem Sperrholz zu machen, gäbe bestimmt ein lustiges Geräusch. Zum Schneiden von Kohlefaser eignen sich eigentlich nur diamantbesetzte Werkzeuge, da selbst Hartmetall in kürzester Zeit stumpf werden würde. Dieses Blatt ist eigentlich gedacht zum Schneiden von Fliesen und eignet sich hervorragend für den Job. Die so zugeschnittenen Platten der Rahmenteile sollen dann stumpf auf Gärung verklebt werden. Dazu habe ich die Wabe in beiden Teilen ein wenig zurückgeschnitten, damit sich genügend Platz für die Kleberverbindung ergibt. Dem Laminierharz habe ich diesmal Glasfaserschnitzel beigemengt. Dadurch kann das an sich spröde Harz bei Biegung dieser Klebestellen eine deutlich höhere Zugfestigkeit vorweisen. Auch hier ist es wieder erstaunlich, wie viel Material sich diesem Harz beimengen lässt. Allerdings darf man es hier nicht übertreiben, damit sich die Masse nachher noch verspachteln lässt. Deswegen habe ich dann die endgültige Viskosität wieder mit der Mikrocellulose eingestellt. Zur Vorbereitung der Verklebung habe ich die beiden Platten auf der langen Seite der Schnittkanten mit einem Stück Packband fixiert. Und dann wird die Mansche aufgespachtelt und ordentlich in die Vertiefung der ausgehöhlten Wabe eingearbeitet. Zuklappen, nochmal mit dem Spachtel abziehen und mit einem Acetonlappen abgewischt. Und dann kann man auch auf die innere Kante ein Packband aufkleben und das Ganze dann hochkant stehend aushärten lassen. Ich habe der Verklebung wieder einen Tag zum Aushärten gegeben, dann das Packband abgezogen und die kompletten Flächen innen und außen mit dem Schwingschleifer gesäubert. Für eine genaue Positionierung und bessere Verbindung der Querstreben habe ich dann in dem jeweiligen Bereich die innere Lage der Kohlefaser mitsamt der Wabe mit einem Diamantblatt in der Proxon eingespannt freigeschnitten. Das Gesamtgewicht der bereits fertig verklebten Seitenteile und der Spanten liegt dabei bei unter 1,7 Kilogramm. Und so sieht der fertige Rahmen dann lose zusammengesteckt aus. Natürlich ist das jetzt Theorie, weil aufgrund der vielen etwas seltsamen Winkel kann man nicht davon ausgehen, dass es auf Anhieb passt. Deswegen habe ich ihn jetzt auch noch nicht zusammengeklebt. Kommen wir mal zu einem Vergleich der bisher verwendeten Materialien. Dafür habe ich mir 3 Musterstücke mit 10 x 10 cm geschnitten. Das erste, Multiplex 10 mm, so wie ich es bei dem schweren Lorelei-Diorama verwendet habe. Dann im Vergleich 10 mm Sperrholz und abschließend unsere 10 mm Carbonwabe Sandwich-Konstruktion. Die Gewichtseinsparung gegenüber dem Sperrholz beträgt 25%, im Vergleich zum Multiplex sogar 50%. Und das bei dieser extremen Biegesteifigkeit. Und hier steht das Fabrikensemble schon mal aufgeständert auf der originalen Grundplatte. Da ich das immer wieder mal hin- und wegschrauben muss, habe ich die Stützen aus ausgehöhlten Multiplex ausgeführt. Der galvanische Betrieb von Polar steht dabei schon auf einer Carbon-Grundplatte. Für die Glashütte von Pico habe ich das Sandwich aber diesmal in Polystyrol ausgeführt. Wenn ich das Gewicht dieser Grundplatte wieder umrechne auf unsere 10 x 10 cm Musterstücke, komme ich hier auf dasselbe Gewicht wie Multiplex. Der gesamte Bausatz wiegt dann schon 1,5 Kilogramm. Wie eng und instabil es bei der alten Konstruktion an dieser Stelle zugeht, kann man bei dieser Aufnahme deutlich sehen. Hier sind nämlich die Halter für die Abspannvorrichtung der Oberleitung von dem Fenstermodul im Weg. Deswegen habe ich auch gleich die CFK-Grundplatte von der galvanischen Fabrik mit dem Grundrahmen verschraubt, um hier die erste Aussteifung zu erzielen. Noch dazu musste ich diesen Anschlussrahmen auch noch wegen diesen Haltern ausklinken, um das Modul später besser einhängen zu können. Wie schon gesagt, erfolgt die endgültige Verklebung des Rahmens vor Ort. Dazu habe ich die beiden abgewickelten Teile mit Schraubzwingen und allen möglichen sonstigen Hilfsmitteln fixiert, damit sich hier die endgültige Höhe einstellt. Als Kleber kommt hier wieder das eingedickte Laminierharz zum Einsatz. Das wird sorgfältig mit dem Spachtel in die Ausschnitte eingearbeitet, insbesondere um die Freiräume zwischen den einzelnen Waben auszufüllen. Ist jetzt nicht so ganz einfach, unter dem Modul zu sitzen, noch dazu mit der Beleuchtung und dem Stativ vor der Nase, aber ich denke, ihr seht, wie ich das gemacht habe. Ein paar von den Streben musste ich noch nacharbeiten, damit sie auch schön stramm in den Öffnungen sitzen,
aber dafür halten sie dann von selber ohne Hilfsmittel. Bei der längsten hier in der Mitte habe ich dagegen mit einem kleinen Hilfsauflager gearbeitet und als Trennmittel fungiert hier einfach ein kleines Stückchen Backpapier. Die Verbindung zu der ursprünglichen Holzkonstruktion erfolgt dann mit kleinen Winkeln und die helfen zusätzlich, dass die Leisten nicht verrutschen können, während das Harz aushärtet. Nachdem der Rahmen über Nacht aushärten konnte, habe ich ihn dann wieder von der originalen Holzkonstruktion getrennt. Und wie ihr seht, reicht der sprichwörtliche linke kleine Finger locker aus, um das ganze Teil anzuheben. Und das geht sogar, obwohl er mal nach einem Bruch ziemlich krumm zusammengewachsen ist. Wieder fertig zusammengebaut, erfolgt dann der erste Ein- und Aushängetest. Ein bisschen vorsichtig, damit der Türrahmen nichts abbekommt, aber wie man sieht, ohne großen Aufwand und auch wirklich nicht schwer. Als kleine Fleißarbeit habe ich dann noch die Unterkante des Rahmens mit 1 cm breiten Carbonstreifen verkleidet, damit man die Wabenstruktur nicht mehr so sieht. Zum Verkleben hierfür eignet sich dieser Uhu Endfest. Man muss die Teile nur ein bisschen mit Kreppband fixieren, bis der endgültig abgebunden hat. Da ich ja möglichst viel Gewicht sparen wollte, werden jetzt noch die überschüssigen Bereiche von der alten Holzkonstruktion angezeichnet und später ausgesägt. Dabei wiegt zwar jedes Teil für sich nicht viel, aber die Summe insgesamt macht doch einiges aus, wie ihr später noch sehen werdet. Insgesamt hat sich jetzt diese Sperrholzfläche doch deutlich verkleinert, aber das ist ja noch nicht alles, was ich einsparen konnte, denn bei dem Provisorium habe ich zum Aussteifen noch einige Aluminiumprofile darunter geschraubt und an einem Gleisende noch ein paar Winkelhilfsklötze montiert. Und wenn man die jetzt alle mal zusammen auf der Waage auflegt, kommt die gesamte Gewichtseinsparung von 1400 Gramm fast schon wieder auf das Gewicht, was eigentlich der neue Carbonrahmen insgesamt nur wiegt. Dann kommen wir nochmal zu dem Problem mit dem etwas windigen Anschlussstück auf der linken Seite zum Fenstermodul. Bei der unteren Ebene steift der Carbonrahmen das Ganze inzwischen ausreichend aus, aber die obere Kante, die also auch den optischen Übergang zu dem anderen Modul bildet, bleibt dennoch sehr instabil. Da kommt noch erschwerend dazu, dass die Polarfabrik sehr nahe an den Halteklötzen für die Abspannvorrichtung der Oberleitung platziert werden musste. Daher musste das abfallende Gelände extrem knapp über eben diese Klötze hinweggeführt werden. Ich habe erstmal ein kleines L-Profil aus Polystyrol mit ungefähr 2 mm Abstand über diesen Klötzen platziert und dann den Rest mit einzelnen grob zurechtgeschnittenen Schaumteilen verkleidet. Und wenn man die Gebäude dann wieder platziert, sieht es doch noch insgesamt recht glaubwürdig aus. Um die gewünschte Stabilität zu erreichen, werden jetzt 3 Lagen Glasfaser auflaminiert. Diese reichen dann von der Carbon-Aramid-Sandwichplatte, also der Grundplatte von der galvanischen Fabrik, über die Schaumteile bis hin zu dem Holzspand und selbst der wird komplett auf der abgewandten Seite mit einlaminiert. Ich hätte das auch mit Kohlefaser machen können, aber die ist doch ein bisschen störrischer, vor allen Dingen an den Schnittkanten. Und vor allen Dingen könnte man jetzt im Video die Durchtränkung mit dem Harz nicht so gut beobachten. Ich verwende für die ersten beiden Lagen 280 Gramm Gewebe, das aufgrund von seiner speziellen Webart, der sogenannten Köperbindung, je nach Faserrichtung sehr flexibel ist und sich damit auch Unebenheiten anpasst, sodass keine Falten oder Überspannungen entstehen. Das Gewebe wird dann schon mal grob zugeschnitten und der Untergrund mit dem Laminierharz eingestrichen. In diesem Fall werden jetzt da keine Füllstoffe verwendet. Dann wird der Zuschnitt aufgelegt und so lange hin und her geschoben und gezogen, bis er der gewünschten Kontur folgt und keine Falten oder Blasen aufzeigt. Dann wird die Matte erstmal ohne weiteren Harzzusatz mit dem Pinsel auf den Untergrund gedrückt, sodass keine Luftblasen mehr drunter sind. Und da kann man jetzt schön beobachten, wie sich das Harz langsam durch das Gewebe durchdrängt. Erst wenn es überall anliegt und keine Luftblasen mehr sichtbar sind, werden die noch weiß herausstechenden Flächen mit ein wenig Harz getränkt. Die abschließende Lage erfolgt dann mit einem feineren 150 Gramm Gewebe. Das ergibt dann eine feinere Oberfläche und lässt sich auch besser über die Kanten von dem Holzspand ziehen.
Und ihr seht schon hier beim Einarbeiten mit den Fingern, dass das Gewebe deutlich weniger Harz aufnimmt als das 280 Gramm Gewebe der unteren Lagen, da es eigentlich durch den Fingerdruck allein fast schon durchtränkt wird. Dadurch geht auch das abschließende Einarbeiten mit dem Pinsel deutlich schneller vonstatten. Abschließend habe ich dann noch ein sogenanntes Abreißgewebe aufgebracht. Das benutzt man normalerweise, um raue Flächen zu erzielen, auf denen man nach dem Aushärten weitere Verklebungen oder laminierte Lagen aufbringen kann, ohne anschleifen zu müssen. Ich habe es aber nur benutzt, weil ich dann eine schöne Oberfläche bekomme. Vor allem die Enden, die einzelnen Fasern, die noch rausstehen, werden dann schön angelegt und die Kanten nochmals verbessert. Das Gewebe ist allerdings ziemlich starr und lässt sich nicht so gut über die Unebenheiten drapieren, deswegen wird es in kleineren Fetzen aufgebracht. Auch diese Lage wird dann wieder mit dem Pinsel so lange eingearbeitet und nachgeharzt, bis keine weißen Flächen mehr übrig bleiben. Und der fertige Zustand verrät auch, warum dieses Gewebe mit einem roten Faden durchzogen ist. Man würde es sonst nämlich sehr gerne vergessen und das wäre bei weiteren Arbeiten, also bei weiteren aufgebrachten Lagen, natürlich dafür sorgen, dass sie das Ganze wieder delaminiert. Auch die Unterseite der Carbonplatten wurde in diesem Verfahren hergestellt. Das sieht man hier nochmal im Gegenlicht deutlich. Und das ist auch der Grund, warum ich vor dem Aufbringen mit dem Zahnspachtel von dem eingedickten Harz vor der Verklebung mit der Wabe diese Seite nicht anschleifen musste. Und nach dem vollständigen Durchtrocknen macht das Gewebe seinem Namen alle Ehre. Es wird einfach abgerissen. Auch für die Gleistrassen und ihre Stützen habe ich wieder das Carbon-Sandwich benutzt. Mal abgesehen von der Gewichtseinsparung hat das noch einen weiteren Vorteil, da in der linken Trasse noch ein kurzes Steigungsstück integriert ist und damit auch 2 Ausrundungen am Anfang und am Ende der Steigung nötig wurden. Dabei reicht es völlig aus, wenn man nur eine der beiden Carbonplatten einnutet, die Wabe bleibt dabei unverletzt. Dadurch wird die Trasse in diesem Bereich sehr flexibel und weist keinerlei Rückstellkräfte auf, so wie das bei eingenutetem Sperrholz der Fall wäre. Und das sieht man hier ganz deutlich, weil die Trasse nur aufgelegt wurde, aber noch nicht mit den Stützen verklebt ist. Und trotzdem federt sie nirgendwo und liegt sauber an. Nach der Verklebung mit den Stützen habe ich dann diese Nuten wieder mit einem leicht eingedickten Uhu-Endfest verspachtelt und damit wieder die originale Steifigkeit hergestellt. Der weitere Landschaftsbau erfolgt dann ganz klassisch mit Styrodurplatten. Zum Verkleben habe ich diesen expandierenden Schaumkleber genommen. Das gibt zwar manchmal eine ziemliche Sauerei und deswegen sollte man auch den Untergrund gut abdecken, aber aufgrund in der unteren Ebene verlaufenden doppelgleisigen Strecke wollte ich die Styrodurplatten nicht bis zum Boden reichen lassen und deswegen habe ich einen Kleber benötigt, der sich möglichst gut mit den Öffnungen in den Waben verzahnt. Außerdem habt ihr ja bereits gemerkt, dass ich bei dem Gewicht gerne in 500 Gramm Schritten rechne und bei der Größe des Moduls summiert sich das auch. Das Gute an diesem Kleber ist die schnelle Anfangshaftung und so halten diese leichten Teile auch ganz schnell von selbst. Man hat noch ein bisschen Zeit zum Ausrichten und kann dann mit dem nächsten Element sofort weitermachen. Die weitere Bearbeitung erfolgt dann mit dem Heißdrahtschneidegerät. Der Schaumkleber lässt sich damit allerdings nicht ganz so gut schneiden und deswegen habe ich gewartet, bis der Kleber genügend Festigkeit hat, aber noch nicht endgültig ausgehärtet ist. Zwischen den einzelnen Schnitten habe ich den Draht immer wieder mal in eine andere Position gebogen, damit sich ein etwas abwechslungsreicherer Verlauf bei der Landschaft ergibt. Und die aufsteigenden Dämpfe zeigen, dass man hier wirklich für gute Belüftung sorgen sollte. Es stinkt auch ziemlich. Dieser Bereich bleibt erstmal abnehmbar, da ich mir noch nicht ganz im Klaren bin über den Verlauf der Landschaft, insbesondere der Straße vor den Gleisanschlüssen. Und außerdem muss ich den Gleisverlauf in der unteren Ebene noch ein bisschen abändern, weil hier sollen später bereits die ersten Weichen für die Einfahrt zum Schattenbahnhof zum Liegen kommen. Die Unebenheiten vom Schneidedraht werden dann noch beschliffen. Ich nehme hierfür immer gerne eine grobe Körnung, in dem Fall glaube ich ist es Korn 80. Allerdings muss man damit wenig Druck arbeiten, damit man keine Batzen aus dem Material rausreißt, aber trotzdem geht es recht zügig von der Hand. Noch ein letztes Zahlenspiel. Da meine Waage im oberen Bereich deutlich genauer ist, habe ich natürlich extra schwere Klamotten angezogen.
Ja, in dem Zustand wiegt das Modul jetzt 6,7 Kilogramm und davon entfallen allein schon 900 Gramm auf die Grundplatte von der Glasfabrik. Mit den Gebäuden liegt das Gesamtgewicht dann bei 7,6 Kilogramm. Abschließend noch ein paar Bilder mit provisorisch aufgelegter Gleisdekoration. Ich denke, man erkennt die Dimensionen schon ganz gut und kann sich auch schon eine Vorstellung davon machen, wie sich die Landschaft da entwickelt wird und der Übergang zu den vorhandenen Modulen aussehen wird. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf den nächsten Bauabschnitt. Da geht es dann um den Gleisbau und natürlich insbesondere um die Pukos im Straßenbelag. Und ich denke, das wird ein Thema sein, das euch wieder mehr ansprechen wird. Und wenn ihr es tatsächlich bis hierher geschafft habt, dann danke ich euch für eure Geduld, mir beim Bau dieser Spinnerei zuzuschauen. Bis zum nächsten Mal.